Also wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir 2 Spieltage vor Schluss so einen komfortablen Vorsprung haben, den hätte ich für verrückt gehalten. Wir machen jetzt heute noch die letzten Spiele gegen Freiburg und dann haben wir nächste Woche nochmal, jetzt muss ich mal gucken hier, wenn alle gleichzeitig spielen, spielen wir nochmal gegen die Kölner zu Hause, die sind auch gerettet. Und dann, ja, wenn wir mal so ein bisschen in den Abschluss reingehen, in den Saisonabschluss, mal gucken, wie das dann vonstatten geht. Ich habe da sowas noch nie mitgemacht. Mal gucken, gibt wahrscheinlich einen kleinen Rückblick. Wir gucken dann auch mal in den anderen Ligen vorbei, so wie ich das auch bei FIFA immer mache. Ne, so ein paar Sachen, die nehme ich dann immer hier mit rüber zum Manager. Das sind so, ja, schöne Traditionen, die muss man so ein bisschen beibehalten. So vorgeschlagene Auswahl nutzen. Siersleben ist wieder zurück, fühlt sich wohl. Für Kleindienst weiß ich nicht, ob es vielleicht fürs letzte Spiel reicht. Der ist ja jetzt dann auch schon, ja, die ganze Rückrunde eigentlich raus. Das hat aber vorne Marvin Pieringer bislang eigentlich richtig gut gemacht. Aber im Sommer muss auf jeden Fall nachgelegt werden, egal ob mit U19-Spielern von der Qualität her oder halt auch mit anderen Spielern, die wir uns dann hoffentlich leisten werden können. Mal gucken. Und ich bin gespannt, ob wir unsere Serie hier fortführen. Wir haben ja die letzten Spiele auch gewonnen. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Schlussspurt mit 2, 3 Siegen oder 4 Siegen in Folge. Wäre ja gar nicht so verkehrt. Aber Freiburg, die wir mittlerweile zum 3. Mal bespielen in der Saison. Einmal haben wir ja verloren in der Liga, Hinrunde. Dann im Pokal haben wir gewonnen. Überraschenderweise in Freiburg. Und jetzt gibt es halt Spiel Nummer 3. Also ein Sieg, eine Niederlage. Jetzt müsste noch ein Unentschieden folgen. Aber ich hatte auch nichts gegen 2 Siege. Bin ich euch ehrlich. Weil ich glaube, das wird hier auch im Managerspiel so sein, dass jede Position, die du halt besser abschließt, gibt halt mehr Geld. Ne? Stichwort TV-Gelder. Aber Achtung, Freiburg kommt mit Amadou. Erste Chance. Und Vitus Eicher steht im Tor. Warum das denn? Einfach so? Siehst du, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich einfach so, um den anderen auch mal ein bisschen Spielpraxis oder Spielzeit zu geben. Freiburg im 4-2-2-2. Ich bin ja froh, dass es auch Mannschaften gibt, die nicht mit der Fünferkette spielen. Gefühlt haben wir die letzten Spiele nur gegen Teams mit Fünferkette gespielt. Aber dieses 4-2-2-2 ist auch nicht schlecht. Achtung, da ist Soloy und Junior Adamu. Ja, das ging doch ein bisschen zu einfach. 1-0, so eine Formationsumstellung, die wäre vielleicht auch mal, ja, angebracht oder vielleicht eine Idee für die nächste Saison, aber das geht natürlich zu einfach hier. Dann einen Ball rüber, den hätte ich dann auch noch irgendwie reingemacht. Nee, aber vielleicht auch mal eine Aufstellung mit 2 Stürmern. Also es muss ja nicht 4-2-2-2 sein, es kann ja auch ein normales 4-4-2 sein oder ein 4-1-2-1-2 mit enger Raute oder mit breiter Raute. Müssen wir uns mal angucken, was es da so gibt. Ja, bislang haben wir hier leider nicht viel mitzureden. Bislang das Spiel auch wieder nur in eine Richtung, leider. Ginter, Lienhardt. Freiburg spielt halt, glaube ich, in der Champions League, oder? Also zumindest die Euroleague haben sie sicher. Champions League muss man mal gucken nach dem letzten Spieltag. Oh, wieder Adamu, das geht auch viel zu einfach. Und Eicher. Diese Bälle hinter die Abwehr, ey, wenn wir die auch irgendwann mal hinbekommen würden. Das ist im Prinzip, sagt sich immer so einfach, so leicht. Aber wir kriegen bislang vorne noch nichts hin. Hier XG-Wert 1,2. 2 Schüsse aufs Tor, einer war drin. Vorne ist Soloy mit einer 8,0 schon und ist gar nicht gut drauf. Hier, roter Smiley halt. Was haben wir hier? Ja, Junior Adamu decken. Das fällt euch nach 35 Minuten ein. Das ist ja mal sensationell. Aber dafür ist jetzt wahrscheinlich ein anderer Spieler frei, wenn wir immer nur auf ihn gehen. Manndeckung, dann ist ja natürlich immer irgendwo noch einer frei. So, erstmal 1:0 zur Pause. Ich glaube, das ist die beste Nachricht. 0 Schüsse. 0 Schüsse aufs Tor. Ja, das werde ich ganz bestimmt nicht sagen. Ihr habt bisher alles richtig gemacht oder richtig gut gearbeitet. Macht weiter und stellt sicher, dass ihr den verdienten Sieg holt. Ja, das ist ja völliger Käse, die Aussage. Ich bin enttäuscht, dass wir so wenig vom Ball gesehen haben. Das muss besser werden. Das könnte man machen. Genau, schien sehr motiviert. Ist ja auch realistisch. Also ich meine, was mein Co-Trainer manchmal vorgibt, weiß ich nicht. Gut, dass ich da ab und zu nochmal selber drüber gucke. So, und jetzt die Frage. Was schaffen wir noch in unserem letzten Auswärtsspiel hier? Also wir sind auf jeden Fall sicher gerettet, ey. Da komme ich immer noch nicht drüber weg, dass das wirklich so, ich möchte nicht sagen leicht ging. Was haben wir hier? Standards herausholen. Leicht ging, möchte ich nicht sagen, aber es ging relativ problemlos. Also ich hätte gedacht, dass wir mehr Schwierigkeiten hätten. Aber wir standen ja, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt der Saison mal wirklich, wirklich tief unten drin. Also 17., 18. und das mal über mehrere Wochen. Ich glaube, ganz zu Beginn und dann haben wir uns ja rausgearbeitet. Dann hatten wir ja auch ein paar Siege in Folge. Und das hat ja dann ganz gut bei uns eingeschlagen. Traoré nochmal rein. Wird, glaube ich, hier ein schnelles Spiel. Also weiterhin 0 Schüsse.
Da seht ihr mal, wie sehr uns die Freiburger im Griff haben, wie es wenig nach vorne geht. Aber na gut. Ja, zum Thema Neuzugänge habe ich auch schon was gesagt. Den Lemperle, den haben wir jetzt so sicher. Da habe ich wohl nochmal nachgeguckt. Ich habe mir die Bestätigung geholt. Achtung, Salai. Dass Lemperle auf jeden Fall zu uns wechseln wird. 2, 3 Jugendspieler auch noch. Und dann, ja, müssen wir uns halt noch auf anderen Positionen umgucken. Auf jeden Fall im Sturm muss noch was passieren. Na, warte mal kurz. Kozuki hat eine Idee. Ist jetzt alleine gegen alle? Jawohl, ey. Geil. Brauchst du gar nicht weiter vorlaufen. Das hätte eh nichts gebracht. Aber das erschreckt mich schon. Also, dass wir so gar keine Chance haben. Selbst gegen Bayern hatten wir ja zumindest mal ein paar Aktionen. Haben auch getroffen. Aber Freiburg ist halt Freiburg. Ja, Dohan. Oh. Gelbe Karte. Das ist die zweite. Nein, der hat schon gelb. Ach. Das ist ja schade. Duziak, was machst du denn? Ja, super. Also, ist der auch gesperrt fürs nächste Spiel. Beziehungsweise fürs letzte Spiel hat der schon mal Sommerpause. Ja gut, dann müssen wir jetzt mal umstellen. Dann ziehe ich hier den Piringer zurück. Und, aber der kann da nicht spielen, ne? Ne, der kann da nicht so spielen. Haben wir da noch einen anderen vielleicht? Adrian Beck. Tun wir da mal rein für Piringer. Spielen wir halt ohne Stürmer. Bestätigen, genau. Und jetzt wird's halt... Schade, doppelt bitter. Oh, innerhalb von 3 Minuten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich in Rekordzeit. Schnellste gelb-rote Karte der Saison. Freiburg stellt nicht um. Wechselt einfach nur die Spieler. Gut, ich glaube, das wird halt ein völliger Reinfall, leider. Aber gut, steckst du halt nicht drin. Philipp kommt und wieder Vitus Eicher. Ist halt bester Mann, ne? Auf dem Platz. Ist ja auch nicht schwer, wenn wir nach vorne also überhaupt nichts hinkriegen. Nochmal Günther. Ja, Beck vielleicht jetzt. Aber er ist wieder alleine. Gut, das ist jetzt mit 10 Mann erst recht schwer. Aber auch mit 11 Mann ging er da nicht so viel nach vorne. Achtung, Philipp. Und Bixel. Joel Bixel mit seinem ersten Tor. Wahrscheinlich 16 Jahre jung. Schreibt am Montag noch eine Abi-Arbeit. Aber erstmal gucken. Ja, schade. Tor wird gegeben. Okay, damit also die Entscheidung. Aber das ist auch ein, ja, ziemlicher Bauerntrick, ehrlich gesagt. Also ist ja easy peasy. Nochmal Tor überspringen. Darf ich mal kurz diesen Bixel, der ist sogar Innenverteidiger wahrscheinlich. Geliehen von Young Boys Bern. Ja gut, 22 Jahre jung. Marktwert hier auch eine ganz große Preisrange zwischen 375.000 und 4 Millionen ungefähr. Okay, also wird es eine Niederlage geben mit 0 Schüssen aufs Tor. Oder vielleicht, jetzt wo es eh zu spät ist, bekommen wir vielleicht nochmal eine Chance. Dovedan, Föhrenbach. Ja, nee, ein hoher Ball. Oh, Atubulu. Muss man einen Ball festhalten. Ich glaube, das hat er auch noch nicht gehabt, so ein ruhiges Spiel bislang. Föhrenbach nochmal dazwischen, aber gut, da wird jetzt vielleicht auch die Luft ein bisschen raus sein. Freiburg war einfach besser. Haben ja auch nicht so schlechte Spieler, muss man ja auch mal zugeben. Oh, zu einfach auch. Adamu. Das war schwieriger, den vorbeizuschießen, ehrlich gesagt. Aber ihr seht ja hier auch das Match-Momentum. Da ist nur rot, da ist ganz wenig dunkel. Das war, glaube ich, ein Spiel. Zum Glück ist das am Ende der Saison. Und zum Glück sind wir auch schon gerettet, weil ich will nicht wissen, was los wäre, wenn wir das hier heute noch unter anderen Bedingungen hätten spielen müssen. So, Weishaupt und wieder Adamu. Das geht viel zu einfach. Das ist auch immer wieder das Gleiche. Immer hinter die Abwehr. Aber das kriegen wir heute nicht verteidigt. Best und Dove, dann haben sie auch noch gelb abgeholt. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann nächste Saison verteidigt. Also hoffe ich. Wäre ganz schön. Also, letztes Auswärtsspiel. Ihr braucht jetzt ja auch nichts mehr umstellen. Spiel ist vorbei. Freunde, was willst du jetzt noch umstellen? Ihr seht hier 0 Schüsse, 0 aufs Tor. Das war mit eines der schlechtesten Spiele. Aber Gott sei Dank ist es am Ende der Saison. Gott sei Dank. Ja, ihr habt euch selbst übertroffen. Ich bin unzufrieden. Ja, schien sehr motiviert. Ob wir alles gegeben haben, ist ja schön gut. Aber wie gesagt, letztendlich hat das nichts gebracht. So, Freiburg ist, glaube ich, wenn es gut läuft. Ah ne, die sind schon in der Champions League, ne, glaube ich, rechnerisch. Frankfurt muss noch ein bisschen zittern. 10. Platz, jetzt mal gucken, was Wolfsburg macht. Also so, vielleicht kriegen wir einen einstelligen Tabellenplatz, weiß nicht, wird wahrscheinlich schwer. Was haben wir jetzt hier nochmal? Heidenheim verliert das Derby, genau. Sieg, stellt Streich zufrieden. Duziak ist für ein Spiel gesperrt, also letztes Spiel dann ohne Duziak. Dann muss nochmal irgendein anderer in die Bresche springen. So, haben wir hier noch irgendwie eine wichtige Information. Hier, Bayern München Titelverteidiger. Ah, da geht es ja jetzt auch noch um die Meisterschaft, ne? Warte mal, Bundesliga.
komme ich denn hier auf die Tabelle? Moment mal hier. Wettbewerbe, wie sieht es denn hier aus? Also, Leipzig hat leider alle Trümpfe in der Hand. Die müssen noch zweimal gewinnen. Dann sind sie deutscher Meister. Wir warten jetzt mal den Spieltag ab. Dem steht nach dem Streit mit Bielica vor ungewisser Zukunft bei Hannover. Das ist übrigens auch einer, den ich auf dem Zettel hatte, aber der wird halt nicht zu uns kommen. Ihr seht hier, Scout-Bericht 3+, wäre eine sehr gute Verpflichtung, aber ja, ich weiß nicht, wie viel er kostet. Also es wäre ein super Rechtsverteidiger oder Idealposition, bevorzugt rechts in einem Zweierzentrum oder in der Mitte eines Dreierzentrums. Also entweder hinten der Libero oder halt rechte Seite in der Viererkette. Aber den hatte ich auch schon mal angefragt. Habt ihr ja gesehen, den musste ich leider ablehnen, weil ich halt auch zu wenig Geld habe. Die liebe Sorge mit dem Geld. Letztes Spiel also gegen die Kölner. Vielleicht können wir ja den Platz nochmal tauschen, wenn es reicht von den Punkten her. Nee. Also, wir werden 10. bleiben. Das ist das Maximum. Mehr geht nicht und wir können maximal auf dem 11. Platz abrutschen. Also überragend. Überragende Saison. Die Bayern haben sich erstmal die Tabellenführung zurückerobert. Unten, gut, Darmstadt war schon abgestiegen. Stuttgart ist jetzt auch rechnerisch abgestiegen. Waren sie aber, glaube ich, am Spieltag davor auch schon. Das heißt, wir können hier schon mal eventuell vorbei gucken, was denn Guirassy zum Beispiel macht. Ne? Also den habe ich immer noch nicht ganz so außer Acht gelassen. Man muss halt gucken. Man muss halt gucken, ob das auch wirklich realistisch ist. Hier haben wir jetzt wieder mehrere Spieler. Das ist alles schön und gut. Die Spieler, die sind bestimmt sehr, sehr schön. Laporte, Gudmundsson, die haben aber eine auch sehr, sehr große Preisrange. Europa League Platz geht an die Liga. Weder Leipzig noch die Eintracht nehmen den Europa League Platz über den DFB-Pokal in Anspruch, nachdem sie sich für die Champions League qualifiziert haben. Aha. Augsburg hat sich die Klasse gesichert, also es stehen doch schon ein paar Entscheidungen fest. Ja, Champions League, oha. Sehr geil auf jeden Fall. Dortmund nur in der Conference League. Oder Euroleague? Nee, hier, das müsste die Conference League sein. Und Euroleague spielt überhaupt gar keiner. Oder haben sie das noch nicht festgelegt? Naja, also ich spule jetzt nochmal vor die letzten Tage bis zum letzten Spiel. Halt, nee, ich wollte noch den Spieltag hier abwarten. Jetzt weiß ich doch, was ich vergessen hatte. Das wollten wir nochmal gucken und dann gehen wir rein in die letzte Woche. Und Bremen gewinnt sogar in Leipzig. Also ihr seht, es sind hier teilweise Überraschungen, kuriose Überraschungen möglich. Und jetzt haben die Bayern alles in der eigenen Hand. Wahnsinn. Bremen und Gladbach streiten sich um den Relegationsplatz. Auch und Bochum. Wobei vom Torverhältnis her sollte Bochum das schaffen. Also geht es nur noch zwischen Gladbach und Bremen. Von den Punkten her. Die spielen nicht zufällig gegeneinander. Das wäre natürlich sehr, sehr kurios. Wie sieht denn der letzte Spieltag aus? Bremen spielt gegen Bochum sogar. Okay, also da könnte doch noch was gehen. Frankfurt-Leipzig, okay. Also Frankfurt, wie gesagt, die haben hier auch die Hände mit dem Spiel. Und Bayern in Hoffenheim. Also, wir spulen vor. Schauen wir mal und dann sehen wir uns zum letzten Spieltag wieder. Bevor wir ins letzte Spiel reingehen, eine sehr, sehr schöne Nachricht. Trainer des Jahres, Streich, gewinnt also diese Auszeichnung. Dann Jürgen Klinsmann auf der 2. Stimmt, der ist Nationaltrainer von Südkorea. Aber dann auf der 3 Stefan HSPP. Schaut euch das an. Wir haben in 37 Spielen eine 40% Siegquote. Gut, Trainerpunkte 341. Das ist wahrscheinlich hier so in-game generiert. Aber dann hier Jürgen Klinsmann 90% Siegquote, nur 11 Spielen. Gut, Nationaltrainer ist immer noch mal was anderes. Und Streich hat eine 59% Siegquote. Geht wahrscheinlich hier nach diesen Trainerpunkten. Hätte ich nicht gedacht. Also 3. Platz. Das war wirklich sehr, sehr überraschend. Ich habe es nochmal bei Faruk hier versucht, weil der wohl nicht so zufrieden ist mit seinem jetzigen Trainer. Und ja, wir haben ja auch unter anderem den 2024er Nachwuchs vorgestellt. Also die Top-Talente, die wir vor einiger Zeit schon mal hatten, die werde ich wahrscheinlich hochziehen in die erste Mannschaft. Berat Ok, Yagis Yilmaz, Semi Aydin und Philipp Amort. So ist halt der Plan. Und dann hoffe ich, dass die dann uns ja in der nächsten Saison auch ebenfalls zur Verfügung stehen. Das ist also der letzte Spieltag. Es geht um die Meisterschaft. Unten geht es zwischen Bremen und Gladbach darum, wer hält die Klasse und wer muss in die Relegation. Das ist auch sehr, sehr interessant. Hoch. Haben wir noch eine kleine Aufstellungsempfehlung. Müller spielt unter anderem wieder. Es wurde nochmal ein bisschen durchgewechselt. So 7, 8 Leute fürs letzte Spiel nochmal. Es geht halt um nichts mehr. Wir werden maximal 10. Aber das ist gut. Also dann haben wir genau die Mitte. Dann ist Heidenheim die goldene Mitte. Ganz entspannt, ganz in Ruhe. So, geht nochmal raus. Habt Spaß. Was haben wir hier? Wir sollten allen zeigen, zu was wir in der Lage sind. Dann hopp. Also, letztes Spiel in unserer ersten Saison hier mit Heidenheim, die wirklich sehr, sehr gut verlaufen ist aus unserer Sicht. Und jetzt hoffe ich, dass wir diesen Schwung auch mitnehmen können in die verflixte zweite Saison, die ja für Aufsteiger immer ein bisschen schwerer ist. Aber mal gucken, mit den entsprechenden Spielern und mit der richtigen Formation und Einstellung und so weiter, ein bisschen Spielglück, warum soll nicht nochmal ein 10. Platz drin sein? Ja, oder vielleicht sogar mehr, vielleicht weniger. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja gerade das Interessante hier.
Aber zumindest ein besseres Spiel als in Freiburg. Also wie gesagt, 0 Schüsse aufs Tor. Das will ich auf jeden Fall nicht mehr haben. Aber vielleicht muss ich da noch einfach eine mutigere Spielweise wählen. Ich mache ja ganz oft so vorsichtig und abwartend und ja, erstmal kommen lassen. Achtung, Florian Pick, erste Chance. Und Nikisch im Tor. Chabot, Kilian, Carstensen. Das wird auch interessant zu sehen sein, wie die Kölner damit umgehen, dass die jetzt im Winter natürlich nichts holen dürfen und auch im Sommer. Die dürfen ja auch im Sommer 24, dürfen die ja keinen einzigen Transfer machen, weil die ja so eine Transfersperre bekommen haben. Ist auch eine Chance für die Kölner, ne? Auch mit Jugendleuten ein bisschen mehr was zu machen, aber ob das gut geht? Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Die auch im 4-2-3-1, Ali Du, Hussein Basic, auch ein guter Spieler. Auch immer mit einer der besten bei den Kölnern, was man so hört und liest. Oh, Elfmeter, haha, das habe ich auch gesehen. Tobias Stieler, diesmal war ich aufmerksam, habe da hingeguckt. Und jetzt gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, doch, Elfmeter gegeben, sehr schön. Also, ran an den Speck. Wer macht's? Florian Pick? Nee, Schnellhardt. Und Schnellhardt wie immer sehr, sehr souverän. Also ich muss sagen, Elfmeter, die klappen bei uns immer. Die sind zu 100% drin. Ob die Jan-Niklas Beste schießt oder Schnellhardt oder wer auch immer, die sind immer drin, ne? Haben wir irgendwie mal einen Elfer verschossen, den wir bekommen haben? Ich glaube nicht. So, also Matchmomentum jetzt wahrscheinlich eher wieder auf unserer Seite so ein bisschen. Und das wäre doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Platz 10. Letztes Heimspiel. Nochmal ein Sieg zum Abschluss, aber die Kölner nochmal. Thielmann. Vielleicht sehen wir ja heute nochmal Lemperle, unseren zukünftigen Schützling. Achtung, Ball kommt. Oh, viel zu einfach. Und Damien Dawns. Von der zweiten Mannschaft von Köln, oder warum war da gerade Köln 2 zu sehen? Wahrscheinlich. Wird das einer aus der zweiten Mannschaft sein. Hier, Mainka, nicht gut geklärt. Und das ist dann ganz easy. Zack, setzt sich ab. Und Downs mit dem Tor. Ja, schade. Wir waren eigentlich gut drin. Ich schaue jetzt gerade mal. Der ist wahrscheinlich aus der zweiten Mannschaft, oder? Das ist ein Talent vor dem Durchbruch. Wäre eine zweckmäßige Verpflichtung für die Zukunft. Also nicht so überragend, höre ich da raus. Und da oben stand gerade Köln 2. Von daher glaube ich deswegen, dass die Anzeige das da uns gerade angezeigt hat. Ne? Deswegen ist es ja auch eine Anzeige. So. Aber vielleicht geht was nach einer Ecke. Waren wir auch richtig stark diese Saison. Ja, Pieringer, schade. Das müssen wir uns auch beibehalten. Beste, vielleicht holen wir uns noch einen Schützen, der gute Standards schießen kann, dass man nicht nur einen Linksfuß hat, sondern auch mal einen Rechtsfuß. Und Meloni kommt. Kozuki, ja, warum nicht? Schuss vorbei, aber immerhin. Eine deutliche Steigerung gegenüber dem letzten Spiel. Viel schlechter ging es auch nicht. Schnellhardt, Meloni und jetzt durchgesteckt. Oh, Pieringer. Jonas Nikisch. Der war sich gerade sehr sicher. Also der Pieringer bei dem Abschluss. Von daher, sonst hätte er ja nicht aus 100 Metern geschossen. So. Ja, ausgeglichenes Spiel hier oben, ne? Also es ist gut was los. Bin zufrieden, wie wir den Ballbesitz beherrschen. Das ist nicht genug. Nee. Das ist unsere Chance, Revanche am 1. FC Köln zu nehmen. Zeigt ihnen unser wahres Gesicht. Ja, verabschiedet euch angemessen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ansprache, dass man die Fans noch mal ein bisschen mit ins Boot holt. Und dann bin ich auch auf die Bewertung gespannt. Also ich glaube, wir werden eine gute Bewertung kriegen vom Vorstand, von den Fans eh. Ich glaube, die Lizenz und so weiter, da wird es hoffentlich auch keine Probleme geben. Das habe ich ja Gott sei Dank alles abgegeben, weil wenn ich auch noch die Finanzen hätte machen müssen, ich glaube, dann wäre der Verein hier den Bach runtergegangen. Das wäre nicht gut gegangen. Oh, die Kölner kommen. Thielmann, Achtung, Müller ist da. Das Loch da, das kriegen wir auch nie zu, ey. Da ist so eine Riesenlücke bei uns. Wir sehen Basic. Ja, vielleicht holt er sich jetzt gelb-rot ab. Ja, Christensen, guck, da außen zum Beispiel, da war nicht durch. Christensen, Carstensen und Meloni ist da, ja, sehr gut. Kozuki und Pieringer, ist er schnell genug? Ja, spielt auch in die Mitte, der ist doch frei. Da war doch einer in der Mitte frei, schade. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ah, Deal kommt auch rein. Auch ein großes Stürmertalent der Kölner. Ja, hört man mal ab und zu wieder. Und jetzt trifft er gegen uns. Ich hab's gewusst, ey, schaut euch's an. Das ist wieder mit Ansage. Ich rede sowas herbei. Ob das jetzt bei FIFA oder EA, FC ist oder hier.
Das ist Wahnsinn, oder? Nicht zu stoppen. Deal an allen vorbei. Der ist wahrscheinlich auch richtig gut. Und dann geht der leider rein. Darf ich nochmal gucken hier? Deal links außen. Ah, oh, Wechsel zu Tottenham. Okay, der Spieler hat bereits einem Transfer zugestimmt. Schade, schade, schade. Das sind halt so Talente, die musst du halt frühzeitig entdecken. Ja, die Kölner sind jetzt ganz klar besser. Mehr fordern. Warte mal, was war hier unten? Ah, jetzt habe ich den Wechsel verpasst. Weil ich gerade damit beschäftigt war, meine Mannschaft noch mal ein bisschen anzufeuern. Chef Chabot. Moment mal hier. Hoffmeier für Mainka. Schade, es sah eigentlich so gut aus. Mit der Führung. Habe ich gedacht, dass wir uns jetzt hier ein bisschen mehr aus der Defensive trauen. Das ist aber schon ganz schön was los. Viele gelbe Karten, viele Tore. Halt, er soll doch wechseln hier. Ja, viel passiert glaube ich nicht mehr. 88., 89. Wird wahrscheinlich beim 2-1 bleiben. Nochmal 6 Minuten obendrauf. Dann werden wir wahrscheinlich das Ding hier mit einer Niederlage beenden. Also mit 2 Niederlagen. Oder kriegen wir noch irgendwie vielleicht einen Angriff? So ein 2-2 zum Schluss, warum nicht? Florian pickt nochmal. Ne, ich glaube, das wird es gewesen sein. Ja, also auch das letzte Spiel geht leider verloren. 2-1, sei es drum. Wir waren vorher schon gerettet. Ein Glück, ansonsten, ja, ich war nochmal unzufrieden. Alles gut, letztes Spiel und damit gehen wir mal ein bisschen rein in den Saison-Endspurt. Und Bremen rettet sich noch am letzten Spieltag. Bayern wird Meister, verlieren zwar in Hoffenheim, aber Leipzig verliert auch in Frankfurt. Also Frankfurt, das Zünglein an der Waage. Und Bremen rettet sich doch noch. Gladbach geht in die Relegation. Stuttgart und Darmstadt steigen in die zweite Liga ab. Und apropos zweite Liga, ich bin gespannt, wer aufsteigt. Das war sie nämlich. Also Saison. Bei uns hat Tim Kleindienst 12 Tore gemacht. Da wäre bestimmt noch einiges mehr gegangen, wenn der nicht die ganze Rückrunde lang verletzt geworden wäre. Das hatten wir natürlich auch noch. Ne? So, also die verabschiedet sich von Köln hier. Heidenheim erhält 51,39 Millionen Euro. Das ist natürlich schön. Wird natürlich aber verteilt auf die verschiedenen Bereiche. Also wir werden jetzt nicht 50 Millionen für Transfers übrig haben. Glaube ich nicht. So, Hoffenheim ist in der Euroleague. Nachrichten zum Spieler der Woche. Lens steht vor Verpflichtung von Kempf. Ja, weil wir den auch mal auf der Liste hatten. So, die Kaderplanung für die nächste Saison. Das ist die aktuelle Saison. Das wäre in der nächsten Saison. Warte mal, wo ist jetzt hier der Unterschied? Okay, nee, warte mal. Fähigkeit, Breite, Rolle. Da geht es, glaube ich, immer bis 10, oder? Ist 10 der höchste Wert oder 15? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Für die aktuelle Saison wird in Vorbereitung auf den neuen Spieltag aktualisiert. Kopieren Sie Ihre aktuellen Pläne ins nächste Jahr, wenn Sie behalten möchten. Kaderplaner bearbeiten. Nee, das mache ich nochmal weiter. Soweit bin ich noch gar nicht. Ich wollte auch in den anderen Ligen nochmal vorbeigucken. Olesen will bleiben. Wäre das auch nochmal einer von für uns gewesen. Matthias Olsen wäre eine hervorragende Verpflichtung für die Zukunft. Ja, natürlich. 1,5 Millionen. Spieler wurde von mir gescoutet. Wollte wahrscheinlich aber nicht. Aber wir können ja nochmal anfragen. Warum nicht? Angebot machen. Dann gehe ich immer auf Verhandeln. Mach erstmal ein Angebot. Das Geld müsste ja eigentlich da sein. Wenn wir mal auf Finanzen gehen. Was haben wir hier an Einnahmen? Diesen Monat gut knapp 51 Millionen. Dadurch, dass wir halt das Geld von der Bundesliga bekommen haben. Der Vorstand hat das anfängliche Gehaltsbudget für die kommende Saison auf 400.000 Euro pro Woche und das Transferbudget auf 5,94 Millionen festgelegt. Also das ist die Summe, mit der wir also arbeiten können. 6 Millionen ist zwar immer noch nicht viel, aber da kann man immerhin mal was mitmachen. Da kann man Jugendspieler einkaufen, Jugendspieler hochziehen. Olesen Angebot von Heidenheim wurde akzeptiert. Jetzt geht es halt hier wieder um das Gehalt, 9,75.000. Gehen wir mal hier das Versprechen ab. Vertrag verhandeln. Was will der Kollege hier haben? Ja, geschätztes Gehalt. Verdient ungefähr 11.500 die Woche. Bei uns wird er ja ein bisschen mehr kriegen. Machen wir ja auch nochmal ein bisschen oben drauf. Ich mache einfach. So, jetzt ist er erstmal positiv. Mal gucken, ob es dann auch klappt oder ob der Transfer wieder aufgeschoben wird um eine Woche. Genauso wie mit Furki oder wie er heißt. Glaube ich, ne? War es doch. Dann wäre ja Olesen der Zweite vom 1. FC Köln. Und bei Stuttgart, da gucke ich jetzt auch nochmal spaßeshalber vorbei. Alonso entlassen bei Leverkusen. Oha, jetzt geht es hier hart auf Schlag. So, ich habe einen Bericht über die Veränderung bei den Fantypen vor der neuen Saison zusammengestellt. Okay. Also, wir hatten hier 8% Ultras bei uns im Stadion, 27% Normalos.
Die 27% Familien, das ist also gestiegen. Followerzahl ist auch bei uns gestiegen, sehr schön. Weniger Erfolgsfans, super, die können gerne wegbleiben. 2% Geschäftsleute und 24% Gelegenheitsfans. Die waren wahrscheinlich da, als es gut gelaufen ist. Genau, also was haben wir hier? Fankultur, Erwartungen. Offensiven Fußball spielen, in Arbeit, okay, da warten wir nochmal ab. Was haben wir dann hier? Meeting über Vereinsziele und Erwartungen, okay. Der Vorstand möchte über die langfristige Zielsetzung des Vereins sprechen und unsere anfänglichen Erwartungen für die verbleibende Saison und die kommenden Jahre darlegen. Also, wir haben hier in Deutschland anlässige Spieler verpflichtet, deutsche Spieler verpflichtet. Gut, das Optimum aus Standardsituationen herausholen, intensives Pressing spielen. Dann haben wir Gehaltsbudget einhalten auf Kurs, also schon mal gut. Maximale Einjahresverträge für Spieler über 32, da sind wir aus der Wertung. Jetzt hier, versuchen nicht aus der Bundesliga abzusteigen, haben wir geschafft. So, dann, genau, ist das die nächsten Jahre auch soweit. Also wir haben es bei Heidenheim eigentlich gut, solange wir nicht absteigen, ist alles okay. Was haben wir hier im DFB-Pokal? Ne, ich wollte eigentlich hier in den DFB-Pokal rein. Geht nicht. Warum habe ich jetzt hier nicht die Übersicht? Klicken, um den Pokal zu betrachten. Beginnt am 12.8. Ne, da haben wir irgendwie noch keine Übersicht. Okay. Also im Prinzip alles okay soweit. Das ist hier auch soweit okay. Die Kaderatmosphäre ist auch gut, klar, bei der Saison. Ich halte den Zeitpunkt für gekommen, die Spieler wissen zu lassen, was sie in der nächsten Saison erreichen wollen. Okay. Pläne für die nächste Saison diskutieren. So, jetzt habe ich sie hier bei mir. So, ich danke allen fürs Kommen. Ich wollte mir Zeit nehmen. Okay, also, danke. Es wird uns einhelfen, wenn jeder seine Gedanken äußern kann. So, ich möchte gerne über unsere Ziele sprechen für die neue Saison. Ich bin zuversichtlich, dass wir allen beweisen können, was wir drauf haben und eine starke Ligasaison spielen. Sagt auf jeden Fall Jan-Niklas Beste. Okay, was haben wir denn hier als Auswahl? Mein Blick geht schon in die Richtung neue Saison. Wir sind definitiv gut genug, um uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Würde ich jetzt auch so sagen, wenn es so weitergeht. Also nicht von den Ergebnissen her, sondern von der Spielweise her. Optimistisch, dass wir den Abstieg verhindern können. Und wenn es über die Relegation sein sollte... wir sind definitiv gut genug, um uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. Je nachdem, wer dann halt auch da hochkommt, ne? Aber ich würde sagen, das hier sind sie alle erfreut. Das ist ein Ziel, hinter dem wir alle stehen können. Genauso wollte ich das hören. Ich möchte jetzt gerne über einige Zusagen sprechen für die neue Saison. Ich will, dass ihr alle euren Urlaub genießt. Wir können über Versprechen und Zusagen reden, wenn ihr für die Vorbereitung zurück seid. Das ist jetzt die Frage, ne? Versprichst du denen vorher was oder gehst du nochmal mit einem Versprechen in den Urlaub? Ja gut, ich habe vor, die Situation in der Verteidigung zu verbessern. Ich werde unseren Sturm verstärken. Im Prinzip brauchen wir überall Verstärkung. Aber wenn ich jetzt hier irgendwas Spezielles wahrscheinlich drücke und klicke, dann werden wahrscheinlich einige wieder nicht so erfreut sein. Aber dann ist das halt so. Oder ich mache einfach das hier. Oder? Ja, wobei er hat hier schon gesagt, er mag klare Versprechen. Also ich werde unseren Sturm verstärken. So, machen wir mal. Das dürfen erstmal genug Versprechen sein, würde ich sagen, oder? Genau. Das wollte ich hören. Hervorragend, das klingt ja alles sehr gut. Okay. Ich möchte mich auf die Fortschritte konzentrieren. Okay. Alles klar. Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir auf dem Weg zum Spielstil gemacht haben, den wir hier sehen wollen. Werden wir unsere Spielidee weiterentwickeln und verfeinern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mit diesem Spielstil annähernd so gut sind, wie wir es sollten. Von daher ist es überraschend, das zu hören. Okay. Deshalb haben wir dieses Treffen. Ihr habt alle recht auf eine eigene Meinung. Ich habe sonst keine weiteren Punkte. Okay, also. Bislang sehr zufrieden eigentlich, ne? Ja, Moral geht nach oben. Alles soweit okay gewesen. So, Teambericht zur neuen Saison. Da würden wir dann erstmal so reingehen. Ist eigentlich auch eine gute Truppe, aber die muss verstärkt werden, auf jeden Fall. So, der Kader ist im Urlaub. Am 8. Juli geht es wieder zurück. Ziel für Trainingslager. Hat zugestimmt, dass sie das nächste Trainingslager in der Vorbereitung auf die neue Saison festlegen. Geht's nach Kärnten. Okay, Mitarbeitertreffen. Da machen wir jetzt auch nochmal ein Ding von der Leihliste nehmen. Machen wir dann gleich nochmal hier. Dann haben wir einmal 2 Jugendspieler. Okay, achso, da geht es um die Persönlichkeit, die sich da verändert hat. Vereinsatmosphäre exzellent. Das ist auch soweit gut. Nick Rottweiler. Wahrscheinlich auch ein Jugendmann. So, Meeting beenden. So, dann gehen wir hier nochmal hin. Achso, verhandeln. Da muss ich jetzt auch nochmal hin. So, aber ich muss ja hier in die zweite verhandeln. Ich will ja, dass es so bleibt. Oder? Achso, zum Ende der nächsten Saison läuft mein Vertrag aus.
Wollen meinen Vertrag ja verlängern. Gut, da hat sich eigentlich nicht viel verändert, ne, oder? Von den Zielen her. Also ich könnte was entfernen. Ich könnte aber auch wieder irgendwas hinzufügen. Nee, wir lassen das mal so. Antwort nötig. Bestätigen. Kärnten, Österreich. Das ist alles gut. So, jetzt schauen wir in den anderen Ligen mal vorbei. Besonders halt in Liga 2. Das finde ich sehr, sehr spannend. Zu gucken, wen wir so haben. Und dann können wir eigentlich schon hier die Saison beenden. Oder wir gehen mal hier die ganzen Ligen durch. Also ihr seht hier, Real ist Meister. Liverpool ist Meister. Oh, ganz knapp. Paris ist hier Meister. Welche Überraschung, auch wieder mit so vielen Punkten Vorsprung. Zweite Bundesliga, wie sah es denn da aus? Ist Darmstadt Meister geworden? Okay, Überblick. Irgendwie mal hier eine Tabelle oder so, haben wir nicht. Hier haben wir doch eine Tabelle. Also HSV und Schalke steigen auf. Hertha spielt in den Playoffs oder in der Relegation gegen Gladbach. Sehr, sehr stark. Also auch Hamburg und Schalke sind definitiv sehr, sehr stark. Magdeburg und Osnabrück steigen ab. Wen geht in die Relegation? Einigung auf neuen Vertrag mit Yilmaz nicht möglich. Yagis Yilmaz ist unglaublich interessiert an den Verhandlungen. Ist das jetzt unser Spieler gewesen? Bei Heidenheim unter Vertrag. Genau, ach, 15 Jahre alt, okay. Großes Talent wahrscheinlich. Vertrag verhandeln, Vertrag abschließen, so. Ich wollte doch nochmal beim VfB kurz vorbeigucken, weil wir die jetzt nämlich abgestiegen sind. Da ist doch bestimmt der ein oder andere Spieler frei, oder? Gehe ich mal von aus. Hier erste Mannschaft rein. Was ist hier mit Girassi? Sind natürlich viele Vereine interessiert, ist klar. Weil der ist jetzt wahrscheinlich ablösefrei. Scouting erforderlich. Ich würde auch einfach mal anfragen. Bei Girassi. Einfach mal Berater nach Verfügbarkeit fragen. Wir sind sehr an der Verpflichtung interessiert. Ich bin ich bin sicher, dass sie Serio wirklich gerne haben wollen, aber ich mache das gleich unmissverständlich klar. Er hat keinerlei Interesse an einem Wechsel. Okay, wahrscheinlich gut. 20 Millionen. Da werden wir nicht mitreden können. Aber es war ein Versuch wert. Warum nicht? Es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Da auf jeden Fall mal anzufragen. Alonso ist entlassen bei Leverkusen, okay. Terzic ist bei Dortmund entlassen und Van Nistelrooy ist beim VfB Stuttgart entlassen. Okay, gibt es viele Trainerentlassungen. Letsch ist bei Bochum entlassen. Also werden wir dann wahrscheinlich viele, viele neue Gesichter auch zu sehen bekommen. So, jetzt habe ich's. Wer ist denn hier Trainer? Hier ist Markus Damm. Was ist dann bei den anderen Vereinen? Hier bin ich ja Trainer. Bo Svensson. Marco Rose, Streich, die sind wahrscheinlich alle noch geblieben. Materazzo, Stefan Kunz. Ja, und die suchen jetzt einen neuen Trainer hier, ne, beim VfB. Bochum sucht einen neuen Trainer. Steffen Baumgart ist immer noch da. Leverkusen sucht einen neuen. Dortmund sucht einen neuen. Paulo Sosa. Dino Topmüller ist hier immer noch bei der Eintracht Trainer. 4. Platz. Das wird schwer. Das wird schwer, auch die nächste Saison irgendwie hinzukriegen. Wir haben mit Phil Weimar einen neuen Physiotherapeuten. Weimar schließt den Transfer ab, aber andere Transfers. Oh, das ist ein bestätigt Wechsel zu Heidenheim. Ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe diesen Transfer im Namen des Managements bestätigt. Es werden 1,5 Millionen vom Transferbudget abgezogen, das 6 Millionen beträgt. Also haben wir schon mal da ein bisschen Geld weniger. Wenn ich mal auf die Finanzen gehe, Transferbudget 4,4, Gehaltsbudget 395.000. Also ist das schon mal ein weiterer Neuzugang für die nächste Saison. Wieder vom 1. FC Köln. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich würde jetzt einfach vorspulen dann zum Start der nächsten Saison. Einigung mit Rottweiler. Ist unglaublich interessiert an... Moment mal jetzt hier. Wer ist das hier? Nick Rottweiler ist wahrscheinlich einer von uns. Genau. Ist aber noch zu weit weg für die erste Mannschaft. Der könnte wahrscheinlich weg, oder? Wien Wiesbaden ist daran sehr, sehr interessiert. Verhandlungen beginnen. Das überspringe ich jetzt ja einfach. Vertrag abschließen. So, dann haben wir hier noch Meflet Aflaci. Ist auch noch ein junges Talent. Der wird es auch wahrscheinlich auch nicht schaffen. Marosevic. So. Zack, beenden. Dann wollte ich nochmal in der U19 vorbeigucken und die hochziehen. Das mache ich jetzt auch gleich. Kaderplaner. Jetzt muss ich nochmal hier U19 eingeben. Oder habe ich jetzt hier zufällig im Suchverlauf U19 Heidenheim. Findet er das? Ich hoffe, der findet das. Heidenheim findet er irgendwie nicht. Warum auch immer er das nicht findet. Moment. Bin ich gerade durcheinander. So, Heidenheim U19. So. Da wollte ich jetzt mal reingehen. Potenzial. So, Philipp Amort spielt mit 15 Jahren in der U19. Müsst ihr euch mal überlegen. Großes Potenzial. Könnte sogar besser werden. Oder so gut wie Tim Kleindienst. Smerhan Ardai, Berat Ok, den wollten wir hochziehen, ne? 16 Jahre alt. Wobei 16 Jahre alt ist auch noch ein bisschen jung, ne? Naja, schauen wir mal. Luke Knapp.
Das ist auch wahrscheinlich einer von uns. Ja, 19 Jahre alt, ist auch nicht so gut. Angebot ablehnen. Achso, das machen unsere... Okay, unsere dafür zuständigen Leute. Gladbach gewinnt schon mal das Hinspiel. Die werden wahrscheinlich auch die Klasse dann halten. Gegen die Hertha. Dann haben wir eine sehr, sehr interessante erste Liga. Wieder mit Schalke, mit dem HSV, die zumindest in-game mal aufgestiegen sind. Spieler wurden von der Auswahlliste entfernt, weil, wie gesagt, die können wir uns nicht leisten. Obwohl 18.000 hier. Jens-Peter Auge wäre natürlich jetzt frei, oder jetzt hätten wir das Geld, wäre eine großartige Verpflichtung. Ist ausgeliehen. Naja, also ich mache das mal alles in Ruhe. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Saison. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die erste. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr gerne die zweite Saison auch nicht verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da, drückt auf die Glocke, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr, auch mit dabei seid. Und auch Armin Faruk ist wahrscheinlich der Nächste, der bei uns hier anklopfen wird. Ist einer fürs offensive Mittelfeld, 20 Jahre alt, Ägypter. Und es wäre eine sehr gute Verpflichtung für die Zukunft. Also, ich bin dabei, den Kader zu verstärken und im nächsten Part seht ihr, wie er aussieht, der neue Kader für die neue Saison. Macht's gut und ciao.